Moin Leute, ja, ich brauche mal eure Hilfe bei einer Sache und zwar interessiert es mich mal, ob ihr noch interessiert seid an so einem neuen Tronxy-Board, dass das halt noch den Weg findet in ein YouTube-Video, weil das ist jetzt dieses neue Board mit dem neuen Chipsatz. In welcher Form das halt eben dann quasi auftauchen soll und ob euch das Flashen interessiert und so weiter und so fort. Allerdings muss ich das Ganze so ein bisschen an, wie soll ich sagen, eine kleine Verknüpfung binden. Also wenn nicht mindestens 30 Leute in die Kommentare schreiben, dann werde ich mich da nicht dran begeben, weil selbst wenn wir das nur mit Clipper machen, ist das doch recht zeitintensiv, das Ganze durchzuziehen. Weil ich glaube, es gibt nach wie vor nämlich keine Pins, die rausgeschrieben wurden. Außer vielleicht in irgendeinem eigenen Projekt oder so, was ich noch nicht gesehen habe. Und wenn das halt der Fall ist, dann müsste ich das alles selber aufsetzen und deswegen müssen sich da halt schon einige Leute für interessieren, weil sonst ist das für mich halt uninteressant, da überhaupt was zu machen. Also wie gesagt, wenn halt mehr wie 30 Leute reinschreiben, dann werde ich auf jeden Fall die Geschichte mit Clipper so weit machen, dass man es flashen kann und dass halt ein Drucker auch hinterher grundsätzlich laufen würde. Aber wenn sich die Leute nicht zusammenfinden, dann ist das Ganze halt auf jeden Fall für mich nichts, wo ich dran gehen werde, weil dann da 40, 50 Stunden dranhängen, bis das Ganze zusammengeschrieben ist. Je nachdem, wenn die Pins auch nicht mehr, wenn die Pins nicht ganz stimmen oder so, die da rausgeschrieben wurden von den Seiten, wo es sie halt gibt und irgendwas nicht funktioniert, dann hängst du noch mehr Zeit da dran, bis das Ganze läuft, weil dann Clipper jedes Mal in einen Fehler läuft. Und da habe ich halt ehrlich gesagt nicht allzu viel Lust drauf, dann das Ganze zu probieren, wenn das dann trotzdem nicht gehen würde. Von der Warte aus gesehen würde ich halt sagen, belassen wir das dabei. Und vielleicht finden sich ja genug. Dann werde ich da zwischendurch auf jeden Fall dran gehen. Ja, das ist so jetzt mein Standpunkt dazu. Das Board habe ich halt besorgt. Schon vor längerer Zeit. Ich hatte da ja auch mal einen kurzen Short drüber gemacht, aber durch die gesundheitliche Situation bin ich da bisher nicht dran gekommen. Ist ja auch nicht schlimm. Dann gehen wir auf jeden Fall an die Materie mal dran. Und das wird dann auch, denke ich, hoffentlich laufen. Weiß ich nicht. Wird sich zeigen. Dann noch ein anderes Thema. Ich habe jetzt 2 Leute gehabt, die mir eine Mail geschrieben haben, die halt, ja, irgendwie bisschen, weiß ich nicht negativ war, aber die halt jetzt Angst haben, ich würde mich jetzt nur noch um Bambulab kümmern und würde keinen Clipper oder sowas mehr ansprechen, weil der Bambulab halt einfach läuft. Ja, ich werde mich aktuell jetzt erstmal um den Bambulab kümmern, der ist neu, deswegen werde ich darüber auch erstmal Videos machen. Aber das heißt nicht, dass zwischendurch nicht auch solche Videos kommen oder dass auch mal wieder was von Clipper kommt oder dass ich an meinem Drucker jetzt weiter umbaue, wenn es mir wieder besser gehen sollte. Ich meine, die Düsenbürste steht noch aus. Da stehen noch einige Themen aus, die dann halt anstanden, wie ich krank geworden bin und die dann nie zum Ende gekommen sind. Also die Themen sind nicht vergessen oder sowas. Das liegt momentan halt alles nur auf Eis. Ich habe auch in den letzten 2 Jahren überhaupt nicht mehr extrudiert. Auch da werden wieder Videos kommen, wenn ich denn soweit bin, dass ich wieder extrudieren kann, weil ich habe im Moment halt das Problem, dass ich mich auch nicht so dauerhaft konzentrieren kann, weil wenn ich dann mal irgendwie zwischendurch so eine meine Probleme mit den Herzrhythmusstörungen oder so bekomme, dann kann ich halt an der Extruderanlage nicht mehr stehen und die kann ich halt nicht anhalten. Also das harmoniert nicht zusammen, das funktioniert nicht zusammen. Das ist halt absoluter Käse. Und deswegen würde ich dann halt auch dort weitermachen. Also sagt man nicht, dass ich das nur so mache. Ich meine, es waren nur 2 Leute. Also ich möchte es aber trotzdem erklären, weil ich empfinde das halt als richtig für euch, das Ganze so transparent darzustellen. Dass das definitiv dabei bleiben wird, dass ich halt auch Clipper und andere Sachen bespreche. Nur Marlin wird für mich halt kein Thema mehr sein. Denn Marlin ist auch allgemein nicht mehr so das Thema. Also die meisten Drucker, die jetzt rauskommen, sei es jetzt ein Snapmaker oder sonst irgendwas, kommen alle schon vorausgeliefert mit Clipper. Von daher ist das für mich halt keine Sache, da wieder ganz zu den Basics zurückzuspringen. Ich habe auch keine Antwort darauf bekommen, wo ich in dem Short, fällt mir gerade so ein,
wo ich in dem Short halt veröffentlicht habe, ob Interesse besteht an der alten Marlin-Version mit der Pin-Ausprägung und auch der Einstellung für den BL-Touch. 3, 4 Leuten habe ich das so geschickt, aber Feedback dazu in der Community kam jetzt gar nicht. Ich weiß halt nicht, ob noch Leute das alte Board nutzen. Das könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Aber ja, so ist jetzt absolut erstmal der Werdegang, wie es überhaupt weitergeht. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, dass das neue Board, sag ich jetzt mal, den Weg zu Clipper findet, dann schreibt ihr einfach mal unten rein neues Board. Und wenn sich mehr als 30 Leute finden, dann werde ich auf jeden Fall mich da mal dran setzen, weil dann sage ich halt einfach pro Person 1 Stunde Arbeit quasi. Aber ansonsten, wenn da nur 3, 4 Leute schreiben, dann seid mir nicht böse, aber das ist mir dann zu zeitintensiv für das, was es halt hinterher bringt, wenn dann sich keiner dafür interessiert im Endeffekt. Gut, dann würde ich sagen, habt noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Lasst ein Abo da, damit ihr nichts verpasst.